Hallo liebe Zuschauer, hier seht ihr den frechen 6-jährigen Oldenburger Wallach Mikosch. Mit ihm zusammen zeige ich gleich einen einfachen Übungsablauf, mit dem ihr euer Pferd motivieren könnt, in der Freiarbeit bei euch zu bleiben. Viel Spaß! Du bist frech. Damit das Pferd in der Freiarbeit bei uns bleibt, müssen wir seine Bewegung genau vorhersehen können. Mit den schon bekannten Übungen ist es möglich, einen einfachen Ablauf, so wie einen Grundschritt beim Tanzen, zu gestalten. Sinn dieses Grundschrittes ist es, die Bewegung des Pferdes konsequent in unsere Richtung zu lenken. Jeder Bewegung geht eine spezifische Haltung und Schwerpunktverlagerung voraus. Damit sich Mikosch in meine Richtung bewegt, muss er zunächst sein Gewicht in meine Richtung verlagern. Dazu benutze ich die Geste zur Einparkübung. Um einen deutlichen Blickkontakt mit Mikosch zu erreichen, lasse ich nun die Gertenhand in Richtung auf die blaue Schulterhereinlinie sinken. Mikosch wendet mir sofort seinen Kopf zu. Genau in diesem Moment bewege ich mich rückwärts in der ersten Position von ihm weg. Damit animiere ich ihn, mir zu folgen. Erst wenn ich sicher bin, dass Mikosch mir willig in Richtung auf meine Körpermitte folgt, drehe ich mich in die begleitende zweite Position. Da die meisten Pferde gerne mehr Gewicht auf dem linken Vorderbein tragen und dadurch automatisch in den Zirkel und zum Menschen hindrängen, ist es auf der linken Hand leicht, den Kontakt zum Pferd zu halten. Trotzdem wende ich anfangs immer schon nach wenigen Schritten rückwärts Richtung Zirkelmitte und löse damit den Schulterfolgereflex aus. Mikosch wendet hier augenblicklich auf mich zu und wird ausgiebig gelobt. Unser Grundschritt besteht also aus den Elementen Gewichtverlagerung, Blickkontakt, Folgen, Begleiten und Schulterfolgereflex. Die Reaktionsbereitschaft des Pferdes und Ausführung des Grundschrittes sind individuell sehr verschieden und hängen unter anderem von dem Bedürfnis des Pferdes nach Kontakt oder Distanz, seiner generellen Motivation und seiner Bewegungsfreude ab. Meine Praktikantin Marie probiert den Grundschritt mit Bento aus. Durch die Geste zur Einparkübung verlagert er sein Gewicht, beim Senken der Gerte wendet er Marie den Kopf zu. Sobald sie bemerkt, dass er ihr folgt, wendet sie sich in die zweite begleitende Position. Diese Position ist auch für schnellere Gangarten und größere Distanzen geeignet. Anfangs jedoch gehen wir schon nach wenigen Schritten rückwärts Richtung Zirkelmitte, um das Pferd wieder zu uns zu ziehen. Falls das Pferd im Grundschritt an einer Stelle nicht wie erwartet reagiert, bleiben wir sofort stehen. Die Übungsabfolge beginnt dann wieder von vorne. Auf der rechten Hand werden generell viel häufiger Probleme auftreten, da die meisten Pferde hier ihren Schwerpunkt nach außen, also vom Menschen weg, verlagern. Die einzelnen Elemente sind hier noch langsamer und werden jeweils nur für wenige Schritte verlangt. Man muss also damit rechnen, dass alle paar Schritte ein Stopp nötig wird. Hier zeige ich, wie ich durch Anheben der Gerte die Bewegung der Schulter immer wieder in meine Richtung korrigiere. Die Elemente des Grundschritts sind auch bei der Arbeit mit mehreren Pferden sinnvoll. Einerseits, um die ganze Gruppe zusammenzuhalten, andererseits auch, um den Kontakt zum Außenpferd zu behalten. Meine Grundbewegung pflanzt sich dabei durch jeden Pferdekörper bis zum letzten Pferd der Gruppe fort. Auf diese Weise können auch die Außenpferde, die mich nicht sehen können, durch die Bewegung ihrer Nachbarpferde spüren, welche Grundbewegung ich angeleitet habe. Von schräg oben ist besonders gut zu erkennen, wie sich die Pferde zu mir und untereinander mit ihren Schultern synchronisieren.
Die Drehung durch den Schulterfolgereflex zieht sich wie bei einem Dominospiel vom inneren bis zum äußeren Pferd. Hier probiert Marie zum ersten Mal vom Pferderücken aus, die einzelnen Elemente des Grundschritts so zu kombinieren, dass sie eine ganze Pferdeherde synchronisieren und in Gang setzen kann. Die Umsetzung der Grundelemente vom Pferderücken aus erkläre ich euch in einem späteren Film. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss!